English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine super hübschen zwei Tiere hier, Roteteus, Tupinambis rufescens, nee, Salvator rufescens heißen sie mittlerweile. Was ich auch ganz toll finde, die sind unheimlich variabel in den Farben. Ne? Also hier, der hier mit ganz viel Weiß, der in meiner linken Hand so dunkles Rot. Also das ist so die Bandbreite, was man bei den roten Teus so finden kann. Was natürlich auch immer toll ist, sie sind wirklich umgängliche Tiere. Ne? Wir tun die selten hantieren eigentlich. Ich habe jetzt einfach zwei schöne rausgesucht und die sind immer so schön gechillt und recht brav. Ja, super tolle Terrarientiere, wären natürlich sehr groß, also man braucht wirklich reichlich Platz. Aber wenn man den hat, ein tolles Terrarientier, sogar bedingt für Freilandhaltung geeignet, ne, vom Klima wie so europäische Landschildkröten. Also ganz tolle, super Tiere. Ich bin voll der Teu-Fan, deswegen heute meine Intro-Tierchen für euch. Unser Thema heute sind die Scaleless-Reptilien, ne, Scaleless, schuppenlos. Das ist ein wirklich umstrittenes Thema, da bin ich auch mal auf euer Feedback gespannt und auf den Shitstorm, den diese Folge womöglich gibt. Aber es soll kein Shitstorm geben, es soll eine Diskussion sein unter Terrarianern. Hier in meiner Hand eine Scaleless Cornatter, einfach zum nochmal zeigen, was heißt denn Scaleless. Man muss auch vielleicht gleich ein wenig unterscheiden, also bei den Cornattern, die Scaleless haben Bauchschuppen, ne? Man sieht es hier unten, die haben ganz klar, verfügen die noch über Bauchschuppen und haben auch zum Teil mal so vereinzelt noch ein paar Rückenschuppen, ne? Aber ganz wenig eigentlich. Ja? Hier hinten vielleicht ein bisschen mehr. Also gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Letztens habe ich ein Tier gesehen in der USA, das war eine Seite Scaleless, die andere Seite war mit Schuppen. Ne? Also das war auch Zufallsprodukt, natürlich so nicht gezüchtet, kann man so nicht züchten, aber wirklich absolut der Körper zweigeteilt, rechts ohne Schuppen, links mit Schuppen. Völlig skurril. Ne? Keine Schuppen, ne? Mal unabhängig davon, von Bauchschuppen oder ob noch welche vorhanden sind, aber generell ein Reptil hat eine beschuppte Haut. Und eben bei den Scaleless fehlt diese Schuppen, sie haben trotzdem ihre Lederhaut. Diese Lederhaut schützt auch vor Verletzungen. Das ist jetzt nicht, dass das eine empfindliche Haut wäre. Manche Leute sagen, ach, die sind ja völlig empfindlich an der Haut. Das würde ich definitiv verneinen. Die Haut bietet trotzdem Schutz vor irgendwelchen äußeren Einflüssen, sei es Verletzungen oder durch irgendwelche spitzen Gegenstände im Terrarium oder sowas. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Das braucht man, da bietet die Haut trotzdem Schutz, auch ohne die Schuppen. Aber inwiefern die Haut dann noch ihren Zweck erfüllt, das ist das, was man darüber diskutieren kann. Ich bleibe hier gleich bei meiner Cornatter. Es gibt im Prinzip in der Terroristik 3 gängige Arten von Scaleless-Tieren. Das sind eben die Cornattern, die Königspydon und die Bartagamen. Ich habe überlegt, was anderes fällt mir im Moment nicht ein. Ich weiß nicht, bei Erdnattern vielleicht, oder sind es vielleicht Hybriden dann mit Cornattern oder so. Also ich glaube im Moment, was es gibt, sind diese 3 Sorten. Cornattern züchte ich seit Jahren. Das ist auch ein Zuchttier von mir. Aus meiner eigenen Erfahrung behaupte ich, dass die Cornattern als Scaleless problemlose Tiere sind. Dass ihr jetzt nicht denkt, um Gottes Willen, jetzt macht der Brockhammer hier so eine Scaleless-Werbesendung, das soll es gar nicht sein. Ich will es objektiv halten. Aber wie gesagt, mit den Cornattern angefangen. Ich glaube, schon allein durch die Bauchbeschuppung bei den Cornattern, die Tiere können ganz normal kriechen, bewegen sich ganz normal. Sie häuten sich ganz normal, sie häuten sich wirklich problemlos von klein auf. Sie fressen ganz normal. Ich von meiner Seite würde von der Cornatter sagen, sie ist auch als Scaleless ein problemloses Terrarientier. Ich kann in der Haltung nichts feststellen, wo ich sagen würde, oh, die hat jetzt ein Problem damit, weil ihr die Schuppen fehlen.
muss ich verneinen. Ansonsten eben von der Haptik ist natürlich toll, fühlt sich toll an, das Schuppenlose. Von der Optik selber, durch das, dass die Schuppen fehlen, kommt die Farbe, jetzt in dem Fall schwarz oder anerythristisch, kommt ein bisschen besser zur Geltung. Also mein Resümee zu den schuppenlosen Kornattern, dass die sich wirklich als Terrarientier nach meiner Erfahrung gut halten lassen. Da würde ich mich jetzt schwer tun zu sagen, doch, die haben den und den Nachteil oder den und den Einschränkung oder die und die Einschränkung. Da fällt mir leider nichts dazu ein. Dann kommen wir zu den Königspythons. Ihr wisst, Königspythons mein Steckenpferd allgemein. Habe ich dieses Jahr zum ersten Mal aus Caeles gezüchtet. Da habe ich wegen 2 Herzen in der Brust schlagen. Ich muss zugeben, noch bin ich nicht so überzeugt, ob die Caeles Königspythons wirklich so glücklich sind wie ihre Kollegen mit Schuppen. Was man beim Königspython sagen muss, er hat keine Bauchschuppen, ne? Also anders wie die Kornatter hat der Königspython auch am Bauch keine Schuppen. Ne? Man sieht es hier recht schön und gut. Das wird vielleicht ein Punkt sein, wo den Tieren vielleicht ein bisschen Probleme beim Kriechen macht, ne? Weil die Bauchschuppen haben ja auch die Funktion, sich festzuhalten im Untergrund, ne? Oder am Bodengrund. Das fällt in dem Fall weg. In der Terroristik bemerke ich das nicht groß. Die liegen natürlich als Lauerjäger da, beziehungsweise auch wenn sie im Terrarium rumkriechen. Oder das sieht man jetzt ja, wenn die hier auf meiner Hand rumkriecht, sieht es relativ normal aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für das Tier vielleicht doch eine gewisse Einschränkung ist, dieses Werkzeug der Bauchschuppen nicht zu haben. Was man auch sagen muss, sie haben den Königspython fehlen die Labialgruben, also an der Oberlippe dieses Wärmeorgan. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass diese Löcher fehlen. Das ist eigentlich interessant. Ich weiß nicht, was Caeles mit den Grubenorganen zu tun hat, aber die fehlen einfach. Also da sind keine Löcher in der Oberlippe drin. Das Wärmeorgan im Tier drin oder das Organ, was diese Information umsetzt, wird vermutlich da sein. Die Frage ist, wie gut kommt diese Wärmestrahlung an das Organ, ohne dass die Löcher vorhanden sind. Ne? Also ich glaube, das ist ein gravierender Punkt und das ist auch das, was die Kritiker diesen Caeles Königspython oder dieser Zucht vorwerfen. Ne? Dem Tier fehlen die Löcher oder die Grubenlöcher, um die Wärme oder um diese, ja, wie soll man sagen, um diese Information an das Wärmeorgan weiterzuführen. Ne? Das ist bestimmt wie gesagt, ein gravierender Punkt. Der dritte Punkt, rein praktisch in der Terroristik. Beim Häuten, muss ich sagen, sind die auch nicht völlig problemlos, wie jetzt die Kornatter gerade eben. Ich muss aufpassen, man sieht es vielleicht an manchen Stellen auch minimal. Ich muss wirklich bei jeder Häutung aufpassen, nachhelfen, da bleibt ein bisschen Haut hängen, muss ich ein bisschen mithelfen, muss ich ein bisschen abziehen. Darf ich, wenn ich zu früh im Stadium der Häutung mache, dann ist manchmal wie so eine klebrige Hautschicht unten drunter. Also es ist wegen ein Gefummel bei den Königspythons, auch bei der Häutung. Ne? Also das sind so die 3 Argumente, die ich als Minus oder als problematisch hier offen sagen muss. Die positiven Punkte, also die Optik ist meiner Meinung nach bestechend. Also ich finde, es sieht wunderschön aus, ohne Schuppen. Schönheit ist nicht alles, ne? Da werden die Leute jetzt, oder werden einige von euch sagen, na guck, der Brockhammer, Hauptsache sieht schön aus. Nee, ich will einfach die positiven Aspekte sagen. Aussehen tut es wunderschön. Fressen tun die Tiere auch problemlos. Also sie lassen sich schon in der Terroristik halten. Anfühlen tut sich natürlich auch ganz toll, diese weiche Haut. So viel meine Für und Wider. Ihr seht es, also ich habe 3 Punkte Wider. Das Resümee überlasse ich euch, eure Meinung daraus zu bilden. Aber es ist definitiv nicht so unproblematisch wie bei der Kornatter.
Als drittes im Bunde sozusagen die Silkback Bardergamen, ne, die schuppenlosen Bardergamen. Jetzt in meiner Hand habe ich eine Leatherback. Ich habe keine Silkback da. Ich kann euch keine Silkback aktuell zeigen, beziehungsweise wir werden euch hier ein, zwei Fotos einblenden von den Silkback Bardergamen. Auf den Fotos sieht man es eigentlich auch schon ganz gut. Das Häuten ist bei den Silkback Bardergamen auch ein bisschen so eine Sache. Da müsst ihr ein bisschen Zeit haben für euer Tier oder müsst helfen. Das ist definitiv so ein Manko bei den Silkback Bardergamen. Ne? Also so eine normale Bardergame, die häutet sich schön problemlos, auch so eine Leatherback, ne? Gar kein Problem, geht alles schön ab. Bei den Silkback geht es relativ fätzchenweise und da muss ich immer gucken und aufpassen, dass nichts kleben bleibt. Wenn was kleben bleibt, gibt es schnell so eine Entzündung oder sowas, also das muss definitiv gut weg. Da müsst ihr mithelfen. Wenn ihr euch eine Silkback Bardergame zulegt, müsst ihr euch bewusst sein, beim Häuten immer aufpassen zu müssen. Dann gibt es das Argument UV-Strahlung. Ich muss sagen, ich habe selber jetzt noch keine negative Erfahrung gemacht, dass eine Silkback Bardergame das UV-Licht der Terrarienlampen nicht verträgt. Aber rein logisch gedacht kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Beschuppung einer Bardergame einen gewissen Schutz vor dem UV-Licht liefert. Hat sie keine Schuppen, geht das UV-Licht natürlich tiefer in die Haut rein, beziehungsweise dringt direkt auf die Haut unter den Schuppen vor. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich so eine Silkback Bardergame im Sonnenlicht halte oder wenn meine UV-Lampen extrem stark sind, dass es dann schon sowas wie eine Verbrennung oder einen Sonnenbrand geben kann. Also wie gesagt, keine eigenen negativen Erfahrungen dazu, wobei mir eben da auch dann bei den Lampen aufpassen, dass man halt vielleicht keine extrem starken, also nicht so 150 Watt HID-Lampe mit 50 cm Abstand. Das habe ich noch nie ausprobiert, will ich auch nicht ausprobieren, also ich will das erst gar nicht provozieren. Aber das halte ich für durchaus möglich, dass das für die Silkback Bardergame ein Problem sein könnte. Ansonsten vom Wachsen und Gedeihen problemlos wie jede andere Bardergame auch. Ich kann keinen Nachteil feststellen. Man kann nicht sagen, dass die Tiere kleiner bleiben oder kümmern oder schlecht fressen oder irgendwas. Also da sind sie wie jede andere Bardergame auch. Aber wie gerade angesprochen, die zwei Nachteile, Häutung und UV-Licht, die muss man bestimmt anführen bei den Bardergamen. Noch zuletzt, wenn ihr euch wundert, wieso hat denn der eine Leatherback Bardergame in die Hand, beziehungsweise die, wo nicht so die Insider sind, ne? Wenn ich Leatherback mit Leatherback verpaare, bekomme ich 1/4 Silkback Bardergame. Ne? Deswegen habe ich hier beispielhaft die Leatherback Bardergame hier, um es zu zeigen. So viel zu den schuppenlosen Reptilien. Wir haben euch im Community-Bereich hier auf YouTube eine Abstimmung eingebaut. Da könnt ihr abstimmen. Schuppenlos, ja oder nein. Da tun wir jetzt auch nicht unterscheiden, Kornatter, Königspython und Bardergame, sondern es ist ein Hop oder Top. Das ist so nach dem Motto, naja, mit Einschränkungen ja oder völlig nein. Oder müsst ihr euch einfach so ein wenig pauschal entscheiden. Ich finde es recht interessant, dann kann man wirklich mal so die breite Community sehen, in welche Richtung das es ausschlägt, bin ich wirklich gespannt drauf. Ansonsten, wie gesagt, bei den Kommentaren gern eure Kommentare abgeben. Meine Bitte an euch, lasst uns da sachlich drüber diskutieren. Wir sind alles Terrarianer vom Hobby und ich würde, was weiß ich, wer frei von jeglicher Schuld ist, werfe den ersten Stein, könnte man vielleicht sagen, weil ich tue mich immer schwer zu sagen, wo ist denn die Grenze. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, dass man Grenzen sieht und sagt, nee, da bin ich dagegen, da bin ich dafür. Ich finde es bloß ein Problem, andere zu verurteilen. Ne? Weil wenn ich jetzt jemand verurteile, der schuppenlose Schlangen züchtet,
dann muss ich damit rechnen, dass mich irgendjemand verurteilt, der sagt, na, wie kann man eine Schlange überhaupt im Terrarium halten? Ne? Und ich glaube, ihr wollt nicht für die Terroristik verurteilt werden. Und so, glaube ich, ist es wichtig, dass man, wie gesagt, keine Steine auf andere wirft, sondern darüber diskutiert, vielleicht probiert auch die anderen zu überzeugen, lasst es sein oder es ist okay. Wie gesagt, bitte eine freundliche Diskussion. Ansonsten gebt uns gern einen Daumen hoch. Daumen hoch heißt nicht automatisch, ich bin für schuppenlose Tiere. Daumen hoch heißt, ich fand die Sendung interessant. Lasst uns gerne ein Abo für unseren Channel da und bleibt mir treu.